Ja, ich bin jetzt das erste Mal gefahren mit dem Auto, es ist ganz anders zum Fahren wie meiner. Es ist halt ein Evo 9, ich bin schon vorher Evo 9 gefahren, aber noch nicht jetzt ein M1, also immer ein Rallye-Auto, was von unten aus auch richtig Druck hat. Und das hat halt von unten aus auch gar kein Soft, aber er ist trotzdem noch immer ein Evo 9, er geht in die Kurven einfach gewaltig. Also du glaubst schon, dass Top 5 möglich sein müsste? Nein, ich glaube, dass der Sieg möglich sein muss. Der Sieg muss möglich sein, weil es kommt immer darauf an, bei den anderen fahren auch ein bisschen. Aber man kann mit dem Auto gewinnen. Nachdem ich mit Main schon 4-mal gewonnen habe, wird es auch mit denen gehen. Die Einstellung ist dieselbe wie am Lavantal. Also klar, die Motivation steigt, aber ich muss mich umso mehr zusammenreißen. Und wir werden da genauso vorsichtig anfangen und einfach schauen, wohin es führt. Erzwingen können wir eh nichts, weil dann scheppert und es wird einfach so gefahren, wie es läuft und dann schauen wir, wo wir landen. Also das Auto haben wir im Februar in Deutschland gekauft mit einem Motorschaden. Das war ein ehemaliges Gruppe G-Auto. Franz Sonnleitner und sein Team haben das Auto neu aufgebaut. Die Leistung ist natürlich nicht im Überschuss vorhanden. Dafür ist der Vorteil, dass wir ein schönes Drehzahlbandel haben. Also das macht einiges wieder wett, aber natürlich bei so schnellen Partien und wo es relativ viel bergauf geht, ist man natürlich da jetzt leistungsmäßig an Gruppe N oder an Gruppe A unterlegen. Also ich wollte unbedingt einen Hecktriebel an den Start bringen und die M1-Klasse mit einem Hecktriebel auffrischen. Die Wahl ist jetzt auf einen 650er BMW getroffen, was sicher nicht wirklich eine intelligente Entscheidung ist, sagen wir es einmal so, von der Performance her. Aber ich sage, das Preis-Leistungs-Verhältnis hat einfach gestimmt. Also hauptsächlich war es das Problem vom Getriebe. Dass das Getriebe zu warm geworden ist und dann nach der ersten Prüfung nach dem Restart, also wie nach dem Tanken wieder starten wollte, ist er gar nicht mehr angesprungen. Das Getriebe unten ein bisschen zu viel mit einem U-Schutz zugemacht, glaube ich, dass zu wenig Luft hinkommt. Und ja, das ist genau der Erfahrungswert, was wir eigentlich sammeln wollten herunter. Und dann hoffe ich, dass wir im Schneebergland als Vorausauto am Startzeug hören und am Schotter ein bisschen Schmäh fällen. Der was in der Wechselland-Rallye gefahren ist, da ist das Auto das erste Mal Rallye gefahren worden. Das war von einem Slalom-Auto aus Tirol. Wir haben ein paar Umbauten gemacht für die Rallye, also Vorwerk, Bremsen und so und sicherheitsrelevante, wichtige Sachen. Und jetzt steht er da. Ja. The people along the road when we arrived, they clap us. I know because it's not normal to see. Because it's not a good car for rally because it's too big, very great weight. But a dealer, Italian dealer, gave us this car and he told us, let's go to advertisement. So we take fun with this car. Das Auto war ein ganz normales Straßenauto, das habe ich gekauft von einem Händler. Ja, war im Großen und Ganzen ganz gut benannt, also die Basis hat gestimmt. Sein tut es Peugeot 206 GTI, ca. 136 PS. Ich glaube zum Anfangen ist das ausreichend. Ja, ist auch gedacht zur Vermietung dann, also da kann man dann sicher für einen, die was einsteigen oder gerade anfangen, ganz lässig fahren damit. Kurzfristig entschlossen zum Umnennen, dass wir einfach die M1-Klasse jetzt 10 Starter sind. Auto ist M1, das heißt, ich könnte rein theoretisch mit beiden Klassen starten. Dadurch, dass ich bei RGT immer der Einzige bin,
macht es doch mehr Spaß in der Klasse M1 sich zu vergleichen. Ich habe zu Hause einen Nissan-Betrieb, da haben wir einen Z350 eingetauscht, einen Gebrauchtwagen, den haben wir dann 2012 selber umgebaut und aufgebaut und haben alles serienmäßig lassen. Das heißt Motorgetriebe, Bremsen ist alles serienmäßig, ein anderes farbiges drin und Unterfahrschutz, Überkäfig und das war's dann schon. Ja. Mit Gerald zu fighten können, das finde ich cool. Da sieht man einfach, dass wir ungefähr auf Augenhöhe fahren. Der Kramer, glaube ich, ist leider irgendwo touchiert am Anfang und fährt jetzt auch ungefähr plus minus unsere Zeiten. Also ich glaube, das passt ganz gut. Die zwei fahren matchen sie. Da sieht man einfach, dass wir eine sehr ausgeglichene M1 haben eigentlich. Wir haben noch 2 Kilometer bei einem links 2 eine gekartet, wo man eigentlich im Schrieb nicht drin gehabt haben, dass man karten muss. Aber es war Schotter heraus und ich habe gesagt, okay, wenn ich einen karten, bleibt mir nichts übrig, ich muss auch karten. Und bin dann aber anscheinend ein bisschen zu wenig früh wieder rausgefahren aus dem Kart und da war ein Stein drin, hat es einen Duschau gemacht. Das Auto hat es aufgehoben, da war die Felgen hin und der Reifen hin natürlich Botsch. So, dann sind wir ein Stück weitergefahren, vielleicht geht es da mit dem Botsch, ist aber nichts gewesen, haben wir das Radl getauscht. Allerdings ist der Wogenheber nicht reingegangen und das Auto, jetzt haben wir da ewig gebraucht dafür. Der Wind war die Rallye schon gegessen in Wirklichkeit. Da bleibt noch immer, wenn alles perfekt passt, dass du trotzdem um einen Sieg mitfahren kannst. Kommt immer darauf an, gegen wen und gegen welche Autos, aber du kannst ganz, ganz weit vorne mitfahren. Sieht man, der Knobe fährt ziemlich weit vorne, ich weiß nicht, Vierter oder was heißt, oder? Also das geht schon. Es geht auch noch weiter vor, bin ich mir sicher. Naja, man muss einmal ehrlich sagen, es sind einige nicht gestartet von den richtigen schnellen Jungs, Riegler und so sind ausgefallen. Also das Feld hat sich auch schon ein wenig gelichtet gegen der ursprünglichen geplanten Startaufstellung. Also es sind schon mindestens einmal 4 richtig schnelle Jungs weniger. So gesehen sind wir eigentlich voll im Plan. Also wir haben gesagt, wir schielen Richtung Top 5 und ja, realistisch, wir sind momentan Dritter. Also ohne den Ausfällen wären wir irgendwo wahrscheinlich so um 5 gelegen, wenn überhaupt. Und so gesehen denke ich, wir sind voll im Plan und die Rückstände sind okay. Also ich bin selber massiv beeindruckt. Ich hätte es echt nicht gedacht und wir fahren wirklich einfach unser Tempo, sind da jetzt nicht irgendwie mords am Oberlimit oder so, sondern es ist einfach so, wie es sich sehr gut anfühlt und dass wir da vorne drin sind, ist natürlich richtig geil. Die Klasse M1 würdigst vertreten. Ja, danke. Ich hoffe, also viel positives Feedback kriegt. Fast also viele am Ziel und ja, Andi leider nicht, aber der Mustang ist da und V8, V6, verschiedenste Konzepte. Also ich hoffe, es wird mehr und es geht weiter. Alles Gute und wir gratulieren ganz herzlich. Hier ist er, Andi Wiedmann und Marco Hübner! Gratulation und es riecht so gut dabei, das ist ein Wahnsinn. Top 10 Platz hier für diese Rallye für Gary Bacher! Sensationell, gratuliere. Ja, danke. Lässt sich auswendig feiern halt bei der Siegerung. Das feiern wir sicher nur. Ja. Perfekt, dann freuen wir uns schon drauf. Danke, dass ihr dabei wart. Auf dem Gesamt-10. Gerald Bacher und Hubert Zach, meine Lieben. Im Subaru Impreza der Klasse M1.